Der Kurs sagt nicht, Körper sind verbunden, sondern Geister. Das heißt, im Zweifel kannst du von 1000 Menschen umgeben sein und dich dennoch ganz schön elend alleine fühlen. Hi, ich bin Peri Soilu und du bist hier mal wieder beim Happy Cool Love Podcast, dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Ich hoffe, dass dir gut geht und ich freue mich wie immer, dass wir hier gemeinsam noch einmal in die Tiefe gehen mit unserem guten Freund Ein Kurs in Wundern an diesem wundervollen Dienstag. Ein Kurs in Wundern ist ein Training für unseren Geist, um das derzeit dominante Denksystem abzulegen und es mit einem liebevollen Denksystem zu ersetzen. Ein Kurs im Wundern lehrt uns, dass das passiert anhand der Vergebung. Die Vergebung zeigt uns auf, dass diese menschliche Erfahrung nicht die absolute Wahrheit ist, sondern dass wir in Wahrheit so viel mehr sind, beziehungsweise was anderes sind als dieser Körper, nämlich ein unsterbliches Bewusstsein, was gewählt hat, diese menschliche Erfahrung zu machen. Und wenn wir aus dieser Perspektive, dieser höheren Art zu schauen, wieder das Leben betrachten, diese menschliche Erfahrung betrachten, können wir eine ganz andere, friedlichere, liebevollere menschliche Erfahrung machen. Das kann uns ein Kurs im Wundern aufzeigen, wenn wir es denn so wollen, weil dieser Kurs basiert auf der Liebe und die Liebe kennt keinen Zwang. Heute in der Folge 302 vom Happy Cool Love Podcast, ich musste gerade überlegen, in welcher Folge wir überhaupt sind, möchte ich gern mit dir auf das Thema der Einsamkeit schauen. Ich glaube, die Einsamkeit ist für viele von uns hier in dieser menschlichen Erfahrung immer noch ein sehr beständiger Begleiter. Und ich höre immer mal wieder von Menschen, Peri, ich fühle mich einsam, ich weiß nicht, was ich machen soll, egal was ich tue, ich fühle mich einsam, irgendwie bin ich in einer Beziehung und ich fühle mich einsam, ich bin nicht in einer Beziehung und ich fühle mich einsam. Und ich habe mich deshalb mit dem Thema nochmal hingesetzt, geschaut, was sagt der Kurs zum Thema Einsamkeit, was weiß ich und was fühlt sich für mich wahr an über das Thema Einsamkeit. Und obwohl ich Einsamkeit im Grunde genommen gar nicht mehr verspüre, kann ich aber verstehen, dass das für manche von uns hier eine große Herausforderung ist. Es ist ihre Seelenaufgabe sozusagen, über diese Einsamkeit hinaus zu wachsen, indem sie sich wieder mit dem in sich verbinden, was wahr ist. Weil für mich ist Einsamkeit, und so bestätigt es auch der Kurs, nur ein Anzeichen dafür, dass ich mich wieder mit dem Körper verwechsle und in der Trennung lebe. Und wenn ich mit diesem Körper mich überidentifiziere und in der Trennung des Ego lebe, dann kann ich mich auch nur einsam fühlen. Es ist nur folgerichtig, dass Einsamkeit ein stetiger Begleiter des Ego-Denksystems ist. Und dann ist das Ego ja sehr, sehr schlau. Du weißt ja, es ist deine eigene Intelligenz, die du gegen dich nutzt und sagt, ach so, ja, du fühlst dich einsam. Überhaupt kein Problem. Ich habe die beste Lösung für dich. Warum suchst du nicht nach einem anderen Menschen, der dich komplettiert, mit dem du dann nicht mehr einsam bist? Eine Beziehung, Freunde, irgendjemanden, bloß nicht alleine sein, weil du alleine mit dir bist, bist du einsam. Dahin führt uns das Ego dann. Und dann lesen wir im Kurs, dass wir nicht dadurch, dass wir andere Menschen mit uns haben, nicht mehr einsam sind, sondern dass wir uns wieder der Verbindung öffnen, die wir in Wahrheit sind. Der Kurs sagt nicht, Körper sind verbunden, sondern Geister. Das heißt, im Zweifel kannst du von 1000 Menschen umgeben sein und dich dennoch ganz schön elend alleine fühlen. Einsamkeit kommt nicht daher, dass du alleine bist für dich ohne einen anderen Menschen, sondern Einsamkeit kommt vor allem daher, dass du dich zu sehr mit deinem Körper identifizierst und mit der Ego-Stimme in dir. Im Kapitel 15 im Textbuch von Ein Kurs im Wundern lesen wir Folgendes zum Thema Einsamkeit. Solange du den Körper als deine Wirklichkeit wahrnimmst, solange wirst du dich als einsam und als jemanden wahrnehmen, dem etwas entzogen worden ist. Und das macht ja nur Sinn. Es ist nur so folgerichtig, dass, wenn wir uns mit dem Körper identifizieren, wir uns so fühlen, als wenn uns etwas entzogen wird, weil wir uns ja dem entziehen, was wir wirklich sind. Wir sagen, ich wende mich von dem ab, was ich wirklich bin, nämlich das, was mit allem verbunden ist, was mit dem Leben verbunden ist, was mit der Liebe verbunden ist, das möchte ich nicht. Ich möchte lieber meinem Ego folgen. Und die Folge daraus ist, dass wir uns getrennt fühlen vom Universum, alleine fühlen in dieser riesengroßen Welt, in diesem Kosmos.
Wir denken, wir sind alleine gegen den Rest von dem, was ist. Das ist, was das Ego uns einredet. Natürlich fühlen wir uns dann einsam. Es macht nur Sinn. Es ist natürlich kein schönes Gefühl, diese Einsamkeit. Das will ich damit nicht sagen. Aber ich finde sie folgerichtig für das Ego-Denksystem. Wenn wir die Verbindung zu etwas Höherem, zu unserer wahren Natur kappen, zugunsten des Ego, müssen wir uns einsam fühlen. Also, falls du gerade Einsamkeit in dir verspürst, wäre vielleicht es sinnvoll, sich zu hinterfragen, wie viel Platz machst du für deine wahre Natur? Wie offen ist dein Herz? Oder verschließt du es, weil du denkst, so schützt du dich vor Angriff und so schützt du dich vor Schmerz und Leid? Aber die menschliche Erfahrung ist nicht dafür da, dass wir uns vor ihr verschließen, sondern sie offenherzig machen, weil ein offenes Herz kennt ja überhaupt keine Überforderung mit diesen menschlichen Gefühlen. Ein offenes Herz ist angstbefreit, ein offener Geist ist angstbefreit, denn er weiß, dass was auf dieser menschlichen Ebene passiert, vielleicht für die menschliche Version von dir schmerzhaft ist, aber im Großen und Ganzen, im absoluten Sinne dir nichts anhaben kann. Ich sage nicht, bloß weil das in der Theorie so einfach klingt, dass es für uns alle übermorgen klappt. Aber wenn du weißt, dass das möglich ist, dass das dein Potenzial ist, dann ist da auch eine Möglichkeit, ein Raum in dir, der sich immer größer machen kann für diese Idee. Und das ist, was wir hier alle tun. Wir wollen unseren Container für die Idee, die uns ein Kurs in Wundern gibt, über unser wahres Selbst, immer mehr öffnen. Wir wollen unser Herz Schritt für Schritt so wie mit so einem Code immer weiter knacken und knacken und knacken. Wir wollen ausprobieren, wie es sich anfühlt, mit einem offenen Herzen in dieser menschlichen Erfahrung zu machen. Nicht sie umgehen, sondern sie wirklich mit vollen Herzen und offenem Geist zu machen. Der wundervolle Dichter Rumi hat mal gesagt, warum fühlst du dich so einsam? Du hast das ganze Universum in dir. Und das ist, was das Ego tut. Es lässt uns vergessen, dass wir bereits alles sind und alles haben. Wir sind bereits geliebt, wir sind bereits vollkommen, nur das Ego will uns genau von diesen Tatsachen ablenken und hat natürlich auch eine Idee, wie es Einsamkeit bekämpft und sagt immer, such irgendetwas im Außen. Vor allem, wenn du in einer romantischen Beziehung bist, so sagt das Ego, bist du nicht mehr einsam. Aber Hand aufs Herz, ich glaube, jeder von uns, auch während einer Beziehung, hat sich oft genug noch einsam gefühlt, weil unsere Einsamkeit nicht im Außen gelöst werden kann. Das verschweigt das Ego dir aber gern. Es gibt also, wenn wir bereits alles sind und alles haben, überhaupt keinen Grund, Beziehungen und Sachen hinterherzulaufen. Obwohl, wenn du dem Ego zuhörst, läufst du die ganze Zeit Dingen hinterher, weil das Ego hat das Motto, suche aber finde nicht. Es hat immer wieder irgendeine Idee, wie das Außen deine Lösung ist. Und dann schickt es sich auf eine Suche, die nicht erfüllbar ist. Und manchmal ist sie so halbwegs erfüllbar, aber sie ist nicht nachhaltig. Und dann schickt das Ego dich auf eine neue Suche, ohne dich darüber einzuweihen, dass sein Motto ist, suche, aber finde nicht. Weil wenn es dir das sagen würde, würdest du ja nicht mehr im Außen suchen und dann hätte das Ego weniger Macht über dich, was es ja nicht will. Also irgendwann werden wir wahrscheinlich alle schlauer und merken, okay, ich habe im Außen so viel gesucht. Ich habe im Außen versucht, meine Einsamkeit zu bekämpfen. Das ist ja eher, wie das Ego mit Dingen umgeht, die es als unliebsam empfindet. Ich bekämpfe es. Unsere wahre Natur braucht überhaupt nichts zu bekämpfen. Unsere wahre Natur ist und dadurch, dass sie lichtvoll ist, transformiert sie die Illusion des Ego. Denn auch die Einsamkeit ist nur eine Illusion des Ego. Und wenn wir dort unser Licht drauf scheinen, wenn wir dort damit sitzen, ohne davor wegzulaufen, ohne es zu verdrängen, ohne es zu bekämpfen, ohne im Außen dafür Lösungen zu suchen. Wenn wir einfach damit sind und beobachten, dann verschieben wir schon ganz viel. Wir verschieben dadurch, dass wir uns gewahr sind. Okay, da kommt dieses Gefühl von Einsamkeit in mir hoch. Es will mir schon wieder einreden, dass ich ganz viel tun muss, Menschen finden muss, Beziehungen finden muss, Dinge finden muss, damit diese Einsamkeit sich nicht mehr so eklig anfühlt. Und dann tue ich es und meine Einsamkeit bleibt gleich oder sie verstummt so ein bisschen dadurch, dass ich was tue und dann kommt sie geballt wieder zu mir zurück. Also irgendwie scheint das ja nicht zu funktionieren, was ich hier tue. Also irgendwann sind wir vielleicht alle ein bisschen weiser und schlauer und sagen, okay, vielleicht kann ich auch nach innen gehen und versuchen, meine Einsamkeit dort zu lösen, an der Ursache, an der Wurzel, wo sie entstanden ist. Sie ist
in meinem Geist entstanden, als ich mich dazu entschlossen habe, mich zu sehr mit dieser menschlichen Hülle zu identifizieren. Unsere Einsamkeit transformiert sich tatsächlich dadurch, dass wir wieder mit unserer wahren Natur Freundschaft schließen und natürlich unsere Beziehung zu Gott, die bedingungslose Liebe, die uns erschaffen hat, einfach nur eine Energie, überhaupt kein Geschlecht, überhaupt keine menschliche Gestalt, nur bedingungslos liebevolle Energie, die uns erschaffen hat. Wenn wir diese wieder in uns annehmen, wieder Platz in ihr machen, wieder in Verbindung mit ihr gehen, dann kann Einsamkeit kein Problem mehr für uns sein. Und dadurch, dass wir immer wieder nach innen gehen und unsere Verbindung zu Gott stärken, sie wieder zulassen, unsere Verbindung zu der Wahrheit in uns wieder annehmen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du dich mit allem, was ist, verbunden fühlst. Dass du dich verbunden fühlst mit der Natur, mit allen Lebewesen, mit deinen Mitmenschen. Das heißt jetzt nicht, dass du mit jedem Menschen auf dieser Welt befreundet sein musst oder immer wieder jedem deine Hilfe anbieten musst, sondern es heißt nur, dass du weißt, im Geiste bin ich mit jedem verbunden, auch wenn ich alleine in meinem Wohnzimmer sitze, ist die Verbindung immer da. Ich kann gar nicht einsam sein. Und nicht nur, dass die Verbindung zu allem, was auch hier mit dir in dieser menschlichen Erfahrung ist, da ist, sondern auch die Verbindung zu einer höheren Ebene, zu all den guten Energien, die dir hier auf diesem menschlichen Weg helfen, die ist ja immer da. Die Frage ist, ob wir für diese Energien und für diese Verbindung insgesamt Platz machen in uns. Es heißt einfach nur zu verstehen, dass in dir eine unzerstörbare, unzerrüttbare Verbindung existiert zu allem, was ist. Und wenn du die wieder in dir kultivierst, dann ist Einsamkeit unmöglich. Und ich weiß, falls du dich jetzt einsam fühlst, dann fühlt sich das so ein bisschen ungemütlich an, diese Wahrheit an sich heranzulassen. Du kannst es immer wieder im Außen versuchen, mit Beziehungen oder mit Freundschaften, aber wenn du aus dieser Energie heraus Freundschaften und Beziehungen eingehst, dann ist es eine Ego-Energie, dann wird es eine besondere Beziehung und nicht eine heilige Beziehung, wie ein Kurs in Wundern den Unterschied zwischen einer Ego-Beziehung und einer höheren Beziehung beschreibt, weil eine Ego-Beziehung gehen wir immer aus irgendeinem Defizit ein, in der Hoffnung, dass unser Gegenüber dieses Defizit bereinigt, was nicht klappen wird. Das ist hoffnungslos. Unsere Aufgabe, wenn wir merken, okay, auch diese Beziehung ist gescheitert, weil der andere mich nicht lieben konnte oder die andere mich nicht lieben konnte, wie ich es gern hätte, ist es dann zu uns zurückzukehren und zu sagen, hey, um ganz fair zu sein, kann ich mich selbst lieben? Oder habe ich schon wieder versucht, eine Abkürzung zu nehmen, indem ich diese Aufgabe jemand anderem übertragen habe? Und kann ich dieses Mal bei mir selbst anfangen und Liebe in mir zulassen, so dass ich sie gar nicht mehr im Außen suche und dass wahrscheinlich dann jemand mir begegnet, dem ich gar nicht mehr diese Aufgabe geben muss und weil ich mich vollkommen fühle, er nur diese Vollkommenheit spiegeln kann und wahrscheinlich auch die Liebe in mir spiegeln kann, weil ich sie ja zuerst in mir trage. Also das Ego ist ganz schön fies in der Hinsicht, dass es immer wieder uns diese Versuchung gibt, zu sagen, hey, wenn du es selbst nicht hinkriegst, ich habe da eine richtig brillante Idee, lass uns doch irgendeine Person suchen, die es für dich bewerkstelligt. Und wir merken immer wieder, dass wir mit diesem Konzept vom Ego scheitern. Also, wir gehen jetzt nochmal zurück zu dem Thema Einsamkeit. Wenn wir es in uns spüren, können wir es nicht einfach abgeben an eine andere Person, dass sie unser Thema von Einsamkeit lösen soll. Daran werden wir immer scheitern, wir werden immer enttäuscht sein. Und das Krasse daran ist, dass wir dann unsere Überzeugung davon, dass wir einsam sind und dass das niemals lösbar ist, nochmal damit verstärken. Gehen wir nochmal zurück zu dieser Idee, dass Einsamkeit unmöglich ist, wenn wir unsere wahre Natur wieder zulassen und diese Verbindung zu allem und alles spüren, die unsere wahre Natur ausmacht. Darüber lesen wir im Kurs Folgendes. Er, also Gott, aber ist alles in allem. Sein Frieden ist vollständig und du musst in ihm eingeschlossen sein. Also du kannst nicht die einzige Ausnahme im Universum sein. Auch du bist in Gottes Frieden eingeschlossen. Auch du bist weiterhin in Verbindung mit Gott. Du kannst dich davon natürlich abwenden, aber du kannst es dadurch nicht verändern. Wir lesen noch ein Stückchen. Seine Gesetze beherrschen dich, weil sie alles beherrschen. Ziemlich einfach. Also falls du dich fragst, ob es irgendeine Ausnahme gibt, nein.
Du kannst dich nicht von seinen Gesetzen ausnehmen, obwohl du ihnen den Gehorsam verweigern kannst, was wir hier, wenn wir dem Ego zuhören, die gesamte Zeit tun. Doch wenn du das tust, also wenn du Gottes Gesetzen dein Gehorsam entziehst, und nur dann wirst du dich einsam und hilflos fühlen, weil du dir selbst alles verweigerst. Wir, indem wir auf das Ego hören, verweigern uns alles. Alles, was es gibt. Gott will alles für uns. Gott will vollkommenes Glück für uns, vollkommenen Frieden, vollkommene Freude. Und wir sagen, nee, wir haben einen viel besseren Weg für Glück, Frieden und Freude. Wir gehen mal mit dem Ego und jedes Mal scheitern wir. Das Gute ist, irgendwann kommt dieses eine Mal Scheitern, wo wir sagen, ich habe die Schnauze voll. Ich will es nicht mehr. Es muss einen anderen Weg geben und dann zeigt sich uns dieser andere Weg. Zum Beispiel durch einen Kurs im Wundern oder durch andere wirklich weise Quellen, die uns auf diese eine Wahrheit wieder aufmerksam machen. Wenn du dich gerade einsam fühlst, weil du denkst, du hast nicht genug Freunde oder dir fehlt eine romantische Beziehung und du im Kurs liest, deine Einsamkeit hat gar nichts damit zu tun, kann ich verstehen, dass da vielleicht auch Irritation in dir hochkommt. Und vielleicht fällt es einem auch schwer zu glauben, dass Einsamkeit eigentlich nur eine weitere Ego-Illusion ist. So wie das Ego ganz viele lieblose Gedanken für uns hat. Einsamkeit ist wieder ein liebloser Gedanke, den wir nur haben können, wenn wir uns zu sehr mit dem Ego und dem Körper identifizieren. Und ich weiß, dass wenn du dich gerade einsam fühlst, du denkst, ja, kannst du ja so leicht sagen. Ich finde es nicht so einfach, das abzuschütteln. Aber ich glaube auch nicht, dass irgendjemand sagt, dass es einfach ist, das abzuschütteln. Es ist ein Prozess für uns alle, zu bemerken, okay, auch wenn mich Einsamkeit gerade wirklich beutelt, auch wenn es in mir wirklich Schmerz auslöst, kann ich irgendwo mit einem klitzekleinen Anteil in mir anerkennen, dass auch das nur eine Illusion des Ego ist. Wir müssen uns das Leben gar nicht so komplex machen. Wenn ich einfach weiß, dass Einsamkeit gar nicht darin gelöst ist, dass ich im Außen irgendwie verzweifelt Freunde und eine Beziehung suche, sondern darin, dass ich dorthin zurückkehre zu der eigentlichen Ursache der Einsamkeit, nämlich, dass ich mich mit etwas verwechsle, was ich gar nicht bin und dann immer wieder in mir trainiere, mich mit dem zu verbinden, was ich bin und in dieser Verbindung die Einsamkeit sich ganz bestimmt auch auflöst und sich transformieren kann, dann kann ich ja immer noch eine romantische Beziehung haben, dann kann ich doch immer noch Freunde haben, aber ich habe sie einfach aus einer ganz anderen Perspektive heraus, aus einem ganz anderen Bewusstsein und muss ihnen vielleicht nicht Aufgaben geben, denen sie gar nicht gewachsen sind und dann scheitert diese Beziehung auch nicht mehr an diesen Aufgaben, sondern wir können eine Beziehung miteinander führen, die auf Vollkommenheit basiert, die auf keinen Ansprüchen an den anderen Stellen funktioniert und die dadurch viel heiler und viel heilsamer ist als eine Beziehung, wo ich eigentlich aus einem Mangel heraus mich auf die andere Person einlasse, weil ich eigentlich denke, sie wird jetzt die Lösung für mein Problem sein. Und das ist, was Ego-Beziehungen sind. Sie sind meistens Mangelbeziehungen. Wir gehen Ego-Beziehungen meistens aus irgendeinem Trauma ein, aus irgendeiner Wunde. Und wenn wir diese Wunde oder diese Lieblosigkeit des Ego in uns transformieren, dann können wir ganz neu und dann können wir in einem viel leichteren Bewusstsein auf Menschen und Beziehungen zugehen. Und wenn du ganz ehrlich mit dir bist, wenn du das Thema Einsamkeit so ein bisschen in dir nachwirken lässt, dann glaube ich, wirst du auch Momente in deinem Leben erkennen, wo du vielleicht von ganz vielen Menschen umgeben warst, wo du mit deinen Kollegen zusammen warst, wo du mit deinem Beziehungspartner oder deiner Beziehungspartnerin zusammen warst oder auf einem großen Konzert oder wo auch immer und du hast dich dennoch einsam gefühlt. Weil ich glaube, wir alle haben auch Beweise dafür, dass Körper uns nicht weniger einsam machen. Und wahrscheinlich hattest du auch schon viele Momente in deinem Leben, wo du allein warst, aber dich nicht einsam gefühlt hast. Ich habe die ganz oft. Ich bin oft genug alleine, aber Einsamkeit geht mit meinem Alleinsein nicht einher, weil ich mich verbunden fühle. Und ich weiß, dass diese Verbundenheit in mir Platz gefunden hat wieder, weil ich mit dem Kurs arbeite. Und weil ich das kann, kannst du das auch. Ich habe ja nichts getan, außer meinen Geist zu disziplinieren, die Lektion des Tages zu machen und mich mit den Prinzipien des Kurses auseinanderzusetzen und sie anzuwenden, wenn es immer nötig war oder
manchmal auch erst im Nachhinein, weil wir auch immer alle noch stolpern auf diesem Weg zurück nach Hause, weil das ist Teil dieser menschlichen Erfahrung. Es heißt nicht, dass wir keine Herausforderung mehr haben werden als Mensch, bloß weil wir mit dem Kurs gehen, aber es heißt, dass wir anders mit diesen Herausforderungen umgehen werden. Fakt ist, dass wenn wir wirklich eine Veränderung, eine Transformation in uns wahrnehmen wollen, so wie der Kurs uns das näher bringt, dass wir Platz für Gott machen müssen. Wir müssen Platz machen für die Liebe, für unsere wahre Natur in uns. Und das können wir nur, indem wir Stille kultivieren in uns. Sei es durch Meditation, sei es durch Yoga, sei es durch Spaziergänge in der Natur. Ich weiß nicht, wie du das tust, aber tu's und tu's öfter, als dass du auf dein Ego hörst. Und ich glaube, dadurch wird das Gefühl von Einsamkeit, falls es dich gerade beschäftigt, immer weiter in dir transformiert werden. Das Schöne ist, dass wenn wir Einsamkeit an der Wurzel angehen und merken, okay, ich habe viel zu wenig Platz gemacht für die Verbindung mit meiner wahren Natur und ich kultiviere jetzt Zeit dafür, dass ich in die Stille gehe und spüre, was ich wahrlich bin. Und durch diese Verbindung fühle ich mich gar nicht mehr einsam, dass wenn du dann mit Menschen zusammenkommst, du sie überhaupt nicht mehr zur Verantwortung ziehst, deine Einsamkeit für dich aufzulösen und noch besser, dass wenn sie dein Leben wieder verlassen, deine Einsamkeit nicht zurückkehren muss, weil sie können ja deine Verbindung nicht kappen, außer du lässt es zu. Also die Verbindung zu deiner wahren Natur, die bleibt ja immer da, ob jemand kommt oder geht. Du bist so viel unabhängiger von wie auch immer die Laune der Außenwelt ist. Ich habe uns zum Abschluss dieser Folge noch einen wundervollen Absatz über das Thema Einsamkeit aus dem Kurs herausgesucht. Ich lese uns das gern mal vor. Ich bin als Licht in eine Welt gekommen, die sich selber alles verweigert. Das sagt Jesus zu uns. Sie tut das, indem sie sich einfach von allem dissoziiert. Daher ist sie eine Illusion der Isoliertheit, die durch Angst vor derselben Einsamkeit aufrechterhalten wird, die ihre Illusion ist. Ich habe gesagt, dass ich bei dir bin alle Tage bis an der Weltende. Deshalb bin ich das Licht der Welt. Wenn ich bei dir bin in der Einsamkeit der Welt, so ist die Einsamkeit vergangen. Du musst die Illusion der Einsamkeit nicht aufrechterhalten, wenn du nicht allein bist. Und wir sind nie allein, weil Jesus uns hier versichert, er ist immer da. Mein Ziel ist nach wie vor, die Welt zu überwinden. Ich greife sie nicht an, aber mein Licht muss sie auflösen aufgrund dessen, was sie ist. Die Welt ist nur Illusion und das Licht ist die Wahrheit und deshalb löst das Licht die Illusion auf. Wenn wir das so lesen, dann bestätigt das meinen Gedanken, dass wenn wir in dieser Welt diese menschliche Erfahrung machen und uns mit etwas verwechseln, was wir nicht sind, wir uns folglich einsam fühlen müssen. Es ist eine logische Konsequenz des Ego-Denksystems. Und manchmal, wenn diese Einsamkeit so stark wird, ist es ja auch der Moment, wo wir uns öffnen für eine andere Idee, öffnen für einen anderen Weg. Manchmal kann unser Gefühl der Einsamkeit uns aufwecken für unsere höhere Natur und deshalb müssen wir vielleicht auch gar nicht so ungnädig mit der Einsamkeit sein, weil sie uns ja auch hinweisen kann, dass es mehr gibt als dieses Denksystem des Ego, das uns in diese Einsamkeit getrieben hat. Wir können diese Einsamkeit also dann auch dafür nutzen, um in die Tiefe zu gehen und uns zu hinterfragen, hey, warum fühle ich mich eigentlich einsam? Was hat das für eine Bewandtnis? Wie kann ich mit dieser Einsamkeit eigentlich anders umgehen? Wie kann ich anders auf sie blicken, damit ich sie transformiere? Weil wenn wir diese lieblosen Gefühle des Ego nicht hätten, könnten wir doch auch gar nicht uns neue Fragen stellen, uns gute Fragen stellen, die uns vom Ego-Denksystem wegführen. Also vielleicht ist es auch okay, dass diese Einsamkeit gerade in dir da ist. Vielleicht stellst du dir jetzt die richtigen Fragen, die das Ego-Denksystem für dich sprengen, was eine Gnade ist. Ich habe jetzt noch ein Zitat von Rumi für uns, bevor ich mich gleich von dir verabschiede. Und zwar folgendes, hat Rumi gesagt: Fühle dich nicht einsam, das ganze Universum ist in dir. Hör auf, dich klein zu machen. Du bist das Universum in ekstatischer Bewegung. Wir haben bereits das gesamte Universum in uns. Wir sind nicht getrennt davon und wir kämpfen nicht dagegen an. Das ist, was das Ego uns weismachen will. Und wenn wir wieder anerkennen, dass das gesamte Universum in uns ist, wie können wir da je wirklich einsam sein? Ich glaube, hier stoppe ich mal
und freue mich wie immer über deine Gedanken zum Thema. Was ist mit dir und der Einsamkeit? Hat dir der Kurs geholfen, deine Einsamkeit zu transformieren? Und was geht dir sonst noch durch den Sinn mit dieser Folge? Ich freue mich wirklich auch immer über deine Gedanken und danke, dass du wieder hier warst und mir deine Zeit geschenkt hast. Wir sprechen uns ganz bald wieder. Pass bis dahin bitte gut auf dich auf. Deine Peri.